Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Spezialgast da eine Rolle. Yay! Wünscht euch auch diesen wunderschönen guten Morgen. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Feiertag. Gestern hatten ja nicht alle, habe ich gehört, Stimmt, aber einige hatten den. alle, Und wir hatten den auf jeden Fall, beziehungsweise auch nicht so richtig. Also die Läden waren zwar So zu halb. und geschlossen, aber wir nicht. Wir haben hier fleißig gearbeitet. In dieser Agentur gibt es keinen freien Tag, habe ich den Eindruck. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Die Mitarbeiter streiken schon und legen sich aus Frustration und demonstrativem Anti-Einstellungen schlafen. Sehen wir hier anhand vom Mops. Der ist auch offizieller Mitarbeiter, angestellt als, ich sag mal Bürofaulenzer, ja, weil er nichts anderes tut, außer schlafen und fressen. Hat aber auch den schönsten Platz, muss man sagen. Der hat wirklich den Der schönsten und verlockt bequemsten. Ja, natürlich dazu. ja. Wir beneiden ihn jedes Mal um seinen Schlafplatz. Es ist absolut, ja gut, ich weiß nicht. Ich habe sogar schon wirklich ernsthaft überlegt, seinen Korb, den er hat, in ganz groß zu kaufen und für uns irgendwo hinzustellen. Wir haben sogar schon nachgeschaut. Es gibt den tatsächlich auch noch einen viel größer. Ja, da seht ihr, wie weit wir hier schon sind. Naja, auf jeden Fall. Ja, gab es halt die Tage hier wieder einiges an Releases. Einige. Und, ja, wir haben ja auch schon da was mitgenommen. Was kam gestern? RM9. SF9. SF9 Nein. mit RPM. So, jetzt habe Ja. ich alle Buchstaben, weil alles nur aus Akronymen nur noch besteht, verdreht. Und zwar hatten die eben den Song RPM. Und jetzt gibt es Stray Kids. Woo! Ja, ich bin gespannt. Side Effects, ich habe die Nummer noch nicht gehört. Auch nicht. Und ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts weiter zu sagen. Ich habe ein paar Diskussionen gehabt die letzten Tage in den Kommentaren mit ein paar Leuten, die irgendwie meinten, sich mit mir anzulegen. Und Echt? ja. Weswegen? Naja, weil die irgendwie meinen, ach so, genau, wegen dem RPM-Song, weil ich da ja gesagt habe, also waren tatsächlich nur, bei dem RPM-Song zum Beispiel war es nur eine Person oder zwei. Jeder andere hat das verstanden. Ich meine das ja nicht böse, wenn ich sage, ne, dass an der Stelle in der Hook, dass das, für mich ist das zu breit. Das ist natürlich dann meine persönliche Meinung. Und ich hätte es anders gemacht. Und es ist auch, das Ding ist, ich gehe ja auch und immer von der Masse dann aus, also so wie in der Masse im Mainstream eben produziert wird. Und da ist es sehr untypisch, dass man das so macht, ja. Also klar, das habe ich ja in allen Videos, gerade am Anfang, habe ich das jedes Mal gesagt. Ich habe nur irgendwann aufgehört, mich zu wiederholen. Dass es ja immer noch Musik ist und Musik ist Kunst und Kunst bleibt frei. Also es kann jeder machen, wie er will. Ist ja klar. Das muss ich ja nicht sagen. Also mir ist das so, das steht mir irgendwo eingeritzt hinter den Ohren. Mir ist das definitiv klar. Also das heißt, wenn ich für mich dann sage, so, ich hätte es nicht so gemacht, dann ist es natürlich mein Ding. Das heißt aber nicht, dass die Produzenten das irgendwie falsch gemacht haben oder sonst irgendwas, sondern ich habe ja auch in dem Video explizit gesagt, dass es sicherlich nicht passiert ist, weil es jemandem nicht aufgefallen ist. Nee, du hast ja auch klar gesagt, dass es beabsichtigt war und es sollte so sein und du persönlich findest es eben jetzt nicht so gut. Genau, und es kann ja auch nicht, so eine Stelle kann jemandem nicht auffallen, gerade wenn er aus dieser Branche kommt. Das ich unterstelle, also ist ja klar, also ich unterstelle auch gar nicht, dass die weniger wissen als ich oder sonst irgendwas. Ich unterstelle aber auch nicht mir, dass ich weniger weiß als die. Das kommt auch noch hinzu, ja, also, weil ich höre ja auch alles raus und sonst irgendwie. Das war pure Absicht von denen, das ist mir schon klar. Ich fand es halt ich finde es halt nicht geil, weil der Rest vom Song, der war cool. Der war richtig cool, da waren coole Stellen. Gerade ein Pre-Chorus fand ich ja besonders gut. Aber das ist halt so, und das Ding ist, es hört sich halt sehr ungewohnt an, wenn man halt Mainstream-Musik konsumiert, und das tut der größte Teil hier, ist so etwas sehr ungewohnt. Und dann kann es halt passieren, wenn man so einen Song oder so einen Effekt das erste Mal hört, dass es so einen negativen Eindruck hinterlässt, dass man den Song vielleicht nicht nochmal hören möchte. Deswegen gibt es so eine Art Regelwerk, die man eben so Mainstream Produktion, Mixing und Mastering, also in diesem ganzen tontechnischen Produktionsprozess nutzt, damit Leute nicht so das Gefühl haben, also für den normalen Konsumenten das Gefühl haben, dass sie jetzt auf einmal gerade Aliens irgendwo landen, hören oder sehen. Okay. Ja, also so ist das einfach nur zu verstehen. Das heißt natürlich, man kann alles ausprobieren, das ist ja immer noch Kunst, aber dann geht man immer die Gefahr ein, dass es einen negativen Beigeschmack oder komplett negativ angenommen wird.
und deswegen der Song nicht mehr gut ankommt. Und ich denke dann immer halt natürlich, der Song soll von so vielen Leuten wie möglich positiv aufgenommen werden. Mehr ist es ja nicht. Und da kann so ein Effekt, ja, es haben auch viele geschrieben, dass sie genau dasselbe gefühlt haben oder gehört haben, wie das, was ich beschrieben habe, nur nicht wussten, woran es liegt. Das haben super viele geschrieben und waren froh, dass ich es denen dann erklärt habe, aber genauso viele haben auch gesagt, die haben das zwar auch diese Sensation von so einem hohlen Gefühl an dieser Stelle auch gehabt, aber nach ein paar Mal hören, haben sie es dann... Nicht als negativ empfunden. Ja, sie fanden es auch erst komisch, aber dann so nach dem zweiten, dritten Mal hören oder spätestens bei der zweiten oder dritten Hook, das kommt ja auch immer auf jemanden selbst dann immer drauf an und wo man es und wie man es gerade hört, fanden sie es dann nicht mehr so schlimm. Ja, oder dann sogar noch besser, fanden sie es immer cooler sogar. Okay. Eben weil das dann so ein bisschen raussticht oder doch was Besonderes gibt. Und das ist natürlich das Geilste, was passieren kann, wenn etwas ausprobiert wird, was Neues und so weiter und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, der Punkt ist klar. Ich glaube, wir starten. Ja, ich merke schon seit 2 Minuten, dass du wartest. Nee, ich fand das auch interessant. Aber ich dachte, du wolltest die Intros knackig machen. Ja, aber das war jetzt halt, ich habe ja jetzt kein Intro einfach gemacht im Sinne erklären. von, das war ja kein Intro im Sinne von, ich bin der und keine Ahnung was, sondern hier, das ist noch eine Info zum letzten Video und alle, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben und verstanden haben, deswegen habe ich das jetzt nochmal ausführlich erklärt. Danke. Danke dir. Ja. Off-White. Pulli oder was? Ja. Oh, ich fand den Blazer ganz schön. Das ist erstmal so ein Film-Intro hier. Ist das Video auch länger? Ja, 4:13. Lol, das ist echt wie so ein Film. Also es ist ein Klavier, was man hier hört, das rückwärts spielt. What? Ja, also Teil... Mann, wieso erkenne ich sowas nicht? Das ist eine Mischung aus vorwärts und rückwärts, glaube ich. Also man hört das, wie es angeschlagen wird. Und dann irgendwie wird angeschlagen, klingt aus. Aber dieses Ausklingen, irgendwann mittendrin ist es dann reversed, so dass es dann wieder einklingt. Und dann aber kommt schon der nächste Ton. Und wenn man ganz genau hinhört, hört man sogar das Rauschen von der Aufnahme des Pianos, beziehungsweise vielleicht sogar... Den Blazer meinte ich übrigens. Was mit dem? Finde ich gut. Ja. Ja, genau, wenn man vom Pedal anschlagen, treten, man hört die Dämpfer, heißen die. Zeig. Show. So ein ganz leichtes... Das macht nur so ein Rauschen. Das ist echt ein... Kann ich nicht. Es tut mir leid. Echt nicht? Ach. Wirklich nur so ein... Ja. Genau, wie so ein Rauschen, ja. Ja, als würde man auf... Ach so, ich dachte, das war Butch. Nee. Weil der auch so rumschlägt gerade. Gerade, ja. So, jetzt... Ist die laut genug? Wie tief? Die Stimme. Aha. 다 비켜 사실 난 내가 먼저 무섭다 다 두고 봐 할 수 있는 말들을 지키지 못할까 두렵다 점점 난 달라져 왜 한가 밖에 달라져가는데 들어가는 난 지금 머리 Wow. What? Gott. Das ist ja richtig Power, Power, wirklich Aggression irgendwie. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt als erstes eingehen soll. Eigentlich war bei dem Pianostück tatsächlich noch ein Instrument zusätzlich zu hören, aber ich habe die Stelle so oft wiederholt, dass ich eigentlich nicht mal drauf eingehen wollte. Aber hier geht es dann halt richtig los mit den Drums schon. Klamottentechnisch. Ich habe schon lange keine gekreppten Haare mehr gesehen. Ne? Richtig witzig. Kennst du es mal? Ja. Ich überlege nur gerade, hatte nicht das letzte Mal Sugar bei dem alten
Echt? Hatte der gekreppt? Bei DNA. Es sah wie gekreppt aus, aber ich weiß nicht, sowas ähnliches. Naja, aber. Ja, so lauter Synthesizer-Pads, die hier so langsam aufspielen, die ganzen Percussion-Elemente, die das Ganze hier langsam schon aufbauen. Aber ja, sehr sicher hier. Der Schrei ist schon heftig. Ne? Alter, das geht schon so in Heavy Metal. Wirklich nur der Schrei vom Stil. So. Ja, oder wie abgestochen eher. Aber unterlegt auf jeden Fall die Message. So, und jetzt hat sich das gerade harmonisch aufgelöst. Ich bin gespannt, wo es hingeht. So ein krass Techno-mäßig. Ja, oder? Absolut. Jetzt auf einmal was komplett anderes, wo die wieder aufs halbe Tempo gehen. Diese Hi-Hat ist doch so eine Trap-Hi-Hat. Ja. Eigentlich kommt diese Hi-Hat aus dem Dirty South. Also es ist schon ein bisschen älter. So 3-6 Mafia waren quasi diejenigen, die so etabliert haben im Hip-Hop. Und dann so langsam wurde die Mainstream und dann mit dem Trap Hop oder Trap-Hip-Hop, Trap-Rap, wurde die dann irgendwie nochmal richtig krass Mainstream. Jetzt ist sie im Trap-Pop und im Pop und eigentlich überall. Auf jeden Fall ist es so eine sehr digitale Hi-Hat, die eben so, genau. Aber wir sind hier eben auch in diesem Halftime dann wieder drin. Das ist wieder der Vorteil, wenn man in einem schnellen Grundtempo dann eben drin ist. Genau. Ne, weil die Snare auch jetzt jedes Mal nur auf die 3 dann schlägt. Vorher wäre es auf die 2 und die 4 gewesen, aber da war, glaube ich, gar keine Snare. Und hier haben wir dann nämlich direkt wieder den Rhythmuswechsel, sobald dieser Schlag kommt und dann diese Claps kommt, dann zählen wir eigentlich wieder auf die vollen. Ja, also deswegen ist dann auch so schnell so ein Tempowechsel drin, weil der Rhythmus, also es ist kein Tempowechsel, Tempo ist konstant, aber der Rhythmus verändert sich. Also in Halftime und dann zählst du wieder alle. So eine tiefe Stimme. Als ob der so eine Stimme hat. Krass. Geil. Mega geil. Macht voll Bock. Das Witzige ist, was die hier auf Koreanisch sagen, hört sich irgendwie so ein bisschen an wie Life After Death oder sowas, finde ich. Ich höre das irgendwie so raus, aber es heißt ja My Head Hurts. Ich weiß nicht, wie es dann auf Koreanisch ausgesprochen wird, aber das, ja, auf jeden Fall auch der Wechsel dann hier ja, also das ist echt so ein Techno-Ding hier, aber irgendwie ist geil. Ich weiß, mir gefällt der Song bisher mega gut, aber wie ich das Techno-Ding finde, weiß ich noch nicht. Also am Anfang da brauche ich aber mal ein bisschen Zeit, um mich mit anzufreunden. Am Anfang fand ich es okay, so, weil es ist halt etwas, was man so eher, ich würde jetzt mal schätzen, 90ern gehört hat. Aber hier dann nach diesem richtigen Part, also wo wir dann Verse haben, Pre-Chorus und so weiter und das dann als Hook zu haben und das sich dann irgendwie so auflöst in das Ganze, finde ich irgendwie, gerade fand ich es echt cool, muss ich sagen. Alles halt ein eigentlich total alter Stil ist, so ein bisschen neu erfunden.
Ne, also hier dann die Doubles, ja, nochmal als Chöre angelegt, sodass wahrscheinlich verschiedene Jungs dann sogar dann eben in verschiedenen Ton. Ja, da habe ich mich letztens auch. Das Ding ist, ich habe da habe ich jetzt auch gerade heute erst in den Kommentaren hat mich jemand darauf hingewiesen, beziehungsweise hat mich gefragt und ist mir aufgefallen, dass ich das nicht richtig gesagt habe. Und zwar habe ich beschrieben, wenn ich unisono sage unisono, dass wenn die in derselben Tonlage singen, habe ich dann gesagt. Aber eigentlich ist es nicht dieselbe Tonlage, sondern derselbe Ton. Beziehungsweise dieselbe nicht mal Ton, sondern dieselbe Melodie. Ach so, das was Unterschiedliches. Tonlage und Ton. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen Tonlage und Ton und Melodie sowieso. Das Ding ist zwischen Tonlage und Ton. Der Unterschied ist, dass eine Tonlage zum Beispiel etwas ist wie Sopran, Alt, Bass, Tenor. Das heißt, also Tonlage könnte man dann zum Beispiel bei Sängern dann eben auf eine Stimmlage übersetzen oder interpretieren. Okay. Ja, also sag mir, wenn es zu kompliziert wird, dann habe ich auch direkt das Feedback quasi. Genau, eine Stimmlage, meistens bei Frauen liegt die entweder im Alt oder im Sopran. Das heißt, du hast besteht quasi aus mehreren Tönen. Genau. Ja, also du hast einen Stimmumfang sozusagen oder einen Tonumfang. Das Ding ist, man sagt Tonlage für alles, also Instrumente und Menschen. Aber man kann auch speziell auf Menschen dann eben Stimmlage sagen. Das ist genau das Gleiche. Okay. Und mit einer Tonlage oder die Tonlage kann man dann eben eingrenzen mit dem Tonumfang. Dem Stimmumfang, den ein Instrument bzw. ein Sänger, Sängerin hat. Genau, und da sind mehrere Töne drin. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, dass bestimmte Parts mehrstimmig gesungen werden oder eben nicht mehrstimmig, sondern einstimmig. Ist einstimmig auch nicht so richtig das Wort, sondern es müsste eigentlich einlagig heißen, unisono. Ja, das hatte mich das letzte Mal verwirrt, weil einstimmig klingt für mich so, als wäre es nur eine Stimme und mehrstimmig, als wären es eben mehrere Stimmen. Genau. Es müsste aber eigentlich, was habe ich gesagt? Einlagig. Ja. Eintönig. Ja, ich komme immer durcheinander, weil ich mir das Ganze angeeignet habe über die englische Sprache. Ja. Und wenn ich dann wieder aufs Deutsche gehe und dann muss ich super präzise darauf achten, wirklich, welche Wörter ich benutze. Das ist genau wie Tonlage und Ton. Und das Ding ist, wenn unisono gesungen wird, ja, also jetzt eine hier zum Beispiel in einem Chor eine Melodie singt. Eine Melodie hat aber sowieso mehrere Töne. Eine Melodie ist eine Tonfolge. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Tonfolge, wo wir dann spielen, jetzt der Einfachheit halber, es wird nicht gut klingen, C, D, E, F, G. Die Töne haben ja Bezeichnungen in Buchstaben. C, D, E, F, G. Wenn wir das in einer Reihe hintereinander singen, diese Töne, oder spielen, dann ist es eine Melodie. Jetzt der Einfachheit halber. Wenn wir jetzt unisono singen, kann das aber bedeuten, dass jemand eben genau auch diese Melodie singt, C, D, E, F, G. Es muss aber nicht genau auf derselben Oktave sein. Es kann auch eine Oktave höher oder zwei höher sein oder eine tiefer oder zwei tiefer. Es ist trotzdem unisono. Also es wird trotzdem unisono bezeichnet. Es ist nicht weil die Melodie die gleiche ist. Auch. Und es ist in derselben es ist trotzdem einlagig. Nee, einstimmig. Es ist genau derselbe Ton, nur eine Oktave höher oder tiefer. Ja. Also das C ist trotzdem ein C. Nur ein höheres C oder ein tieferes genau. C. Oder eins oder zwei höher oder zwei tiefer. Dann ist es trotzdem unisono. Und das habe ich in den letzten Videos nie präzise gesagt. Und da hat mich jemand gefragt in den Kommentaren und ich dachte, ich muss das mal auch aufklären. Es muss nicht heißen, dass wenn ich jetzt ein C singe und du auch ein C singst, dass nur das unisono ist, sondern ich könnte in meiner Tonlage, in dem Tenor oder Bass,
Genau, und dann könnte ich drunter ein C singen. Das sind wahrscheinlich 2 Oktaven tiefer gewesen. Und es ist trotzdem, gilt das Ganze noch als Unisono. Ja? Ja, okay. Und mehrstimmig wäre aber, ich singe ein C und du singst was? Und dann, dann wird es sehr kompliziert. Und dann, okay, dann. Und dann kann man eben dazu einen anderen Ton singen, der sich von... In der Harmonie? Kann in der Harmonie sein, muss es aber nicht. Wobei das ist die Frage, nennt man dann alles eine Harmonie? Na, auf jeden Fall kann es ein anderer Ton sein, der dann irgendwie zum Beispiel eine Terz höher ist. Oder also 3 Töne oder 3 Halbtöne? 3 Töne. Ja. Genau. Da muss man aber auch wissen, ob man in welcher Skala man ist, also in welcher Tonart man ist. Nicht Skala, sondern in welcher Tonart man ist und wie die Skala dieser Tonart aussieht, damit man diese 3 Töne genau, weil ich sage ja auch immer, eine Oktave ist einfach 12 Tasten höher oder tiefer. Und da hat auch jetzt erst jemand geschrieben, ist eine Oktave nicht 8 Töne? Weil Oktave, 8. Und das ist richtig. Aber ich sage der Einfachheit halber, sage ich immer, damit man es einfacher versteht, dass man einfach 12 Töne hochzählen muss oder runter. Nur die weißen? Nee, wirklich mit alle. Die schwarzen. Ja, weil die schwarzen sind auch Töne. Aber sind es dann nicht Halbtöne? Die Schritte, ja, aber auch nicht immer. Ja. Es gibt, sind ja auch direkt 2 weiße Tasten nebeneinander. Aber deswegen sage ich immer einfach 12 Töne einfach hochzählen und runterzählen. Ja. Eine Oktave sind tatsächlich 8 Töne, aber da musst du wissen, in welcher Tonart du bist und dann auch wissen, welche Töne in dieser Tonart sind. Also die Skala kennen dieser Tonart. Wenn jetzt zum Beispiel C-Dur hast, als Tonart, in der du bist, sind tatsächlich alle weißen Tasten drin. Und da kannst du tatsächlich einfach 8 Töne hochzählen oder runterzählen und das ist eine Oktave. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, ich glaube, es fängt bei D, habe ich C-Dur gesagt? Ich habe Dur gesagt, ne? Ja, war das wichtig. Und bei D-Dur als Skala kannst du zum Beispiel nicht einfach, bei dem Keyboard sowieso nicht, da sind alle Tasten schwarz, kannst du nicht einfach alle weißen Tasten hochzählen, 8, weil bei D-Dur ist eine schwarze Taste mit drin. Ach so, ich zähle quasi wirklich nur die Tasten, die in der Tonart drin sind. Genau. Jetzt raff ich's. Boah, Alter, als wäre ich so richtig wohl. Oh mein Gott. Ja. Wann hatte ich Musikunterricht? Eigentlich ist 10 Jahre. Eigentlich ist es relativ simpel, weil du hast in jeder Tonart... Ja, aber man muss es halt erstmal wieder wissen. Oder raffen. Ja, also, oder das war mir gerade nicht mehr haben. klar. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht gut erklärt. Auf jeden Fall eben in jeder Tonart. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel eine C-Dur hast, wenn du 8 Töne hochgehst in der Skala der C-Dur-Tonart, ja, oder Tonleiter, kann man auch einfach sagen. C-Dur-Tonleiter, so, siehst du, ich bin mit dem Vokabular auch nicht perfekt. Dann hast du 8 Töne drin. Und du kannst aber eben dann oktavenweise hoch und runter zählen, aber es sind immer 8 Schritte. Und so ist es bei allen Tonleitern. Ich glaube, Skala sagt man auch im Deutschen nicht so viel, sondern Tonleiter. Und im Englischen sagt man Scale. Ja. Seht ihr? Aber Skala versteht man auch. Ja. Also Tonleiter, so. Tonleiter sagt man, glaube ich, in dem deutschen Musikjargon. Oder ist ja auch kein Jargon, ist ja professionell. Genau. Und deswegen sage ich immer 12 Töne, weil man eben ganz einfach man muss die Tonleiter nicht kennen und kommt trotzdem auf die Oktave hoch oder runter. Das ist ja, ich habe immer schon gedacht, ich sag's euch lieber einfacher, damit ihr es auch versteht. Und dann, wenn man das irgendwie sich mal so ein bisschen vorstellen kann auf dem Klavier oder so, dann ist es halt simpel. Ich verstehe es. Ja, also wenn du jetzt eine x-beliebige Taste hast. Ich habe es gerade getestet mit C-Dur. Ja, ich habe jetzt, das Klavier steht dahin, ich will es jetzt nicht herholen. Aber nee, easy. Ich glaube, wir haben schon viel zu lange geredet.
So, zurück zum Song. Was wollte ich sagen? Genau, hier ist ein Chor, der hier mehrstimmig singt und eben gedoppelt, also pro Seite jeweils dann zu hören ist. Das und muss man. Mehrstimmig bedeutet jetzt verschiedene Töne. Ja. Ja, okay. Nur um für mich jetzt Klarheit im Kopf zu kriegen. Also ich meine, ja, also verschiedene Töne sind es sowieso, weil es ist eine Melodie. Also ich fand, ja, aber sie starten nicht beide bei dem gleichen C, sondern... Genau, also wirklich mehrstimmig, ja, ist wirklich gemeint, dass sie quasi, also dass sie in der Harmonie singen. Mhm. Gut, mehr wollte ich nicht wissen, danke. Ja, und zusätzlich muss es halt in mehreren Schritten auch aufgenommen werden, weil du halt pro Seite eine Tonspur hast. Eine Tonspur hast, weil eine Aufnahme ist immer Mono, also wirklich nur ein Signal. Also wenn du quasi wirklich auf beiden Stereo hörst, dann sind es auch 2 Aufnahmen. Ja. Krass, okay. Und dann noch dazu, wenn es dann eben mehrere Stimmen sind, dann müssen die alle das natürlich auch pro Seite dann machen. Und wenn dann in der Mitte nochmal was ist und so und so und so weiter und so weiter. Okay. Und das natürlich der Take so lang, bis er perfekt ist und so weiter. So. 여기서도 난 계속 빛이 넘쳐다 이겨낼 거라 믿었어 기도 이제 못 버텨 너무 쉽게 봐서 더 아픈 걸까 머리 아프다 Diese Stimme. Krass, ja. Krass. So eine tiefe Stimme, die ist echt so krass. So tief kann ich nicht mal so tun, als ob. Weißt du, wenn man so redet, aber der ist ja noch tiefer. Okay, mal gucken, was jetzt am Ende noch passiert. Ach, ich kann. Nein! Oh. Ich hab Gänsehaut, ich hab Angst. Oh, dieser Blazer ist echt verdammt schön, ne? Bestimmt verdammt teuer. Bestimmt. Okay, komm, lass mal Labels raten. Bei dem Bild? Ja, nee, bei Gucken wir dem erstmal die Blazer. Story noch. Schlüssel. Okay, da ist echt wieder Story dahinter, ne? Oh Mann. You make stray kids stay. Oh, cute. Süß. Okay, wenn da noch mehr Story ist, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und uns dahingehend aufklären. Informieren. Warum auch immer der Browser jetzt hier gerade spinnt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke sein soll. Das dürftest du... Nee, die sieht man ja auch nicht bei dem Blazer. Nee, sieht man gar nicht. Also wenn, dann wüsstest du das eher als ich, aber... Ich habe keine Ahnung. Woran soll man das auch erkennen? Also da ist ja jetzt nichts, was irgendwie raussticht. Das erkennst du auch nicht wirklich, nur wenn du das Teil halt also kennst. hier Off-White ist ja klar, Ja. weil es draufsteht. Hier irgendwas mit Rowley, was ist das? Kennt man auch? Kenn ich nicht. Also kennt man Das bestimmt, aber ich nicht. Keine Ahnung. Ich sag, der Blazer ist von Saint Laurent. Die machen Blazer. Gute. Die machen Blazer. Die machen Blazer, gute. Hier krass mit dem Patch hier auch drauf und dann wieder da irgendwie so... Das ist wieder dieses, was war das, was der letzte anhatte? Dieser Pulli. AWC oder ACW, ja. Das glaube ich von der gleichen Marke. Witzig, wie das hier dran gemacht ist und dann irgendwie so ein 3D-Effekt mäßig. Ich weiß nicht, so mehrere Ebenen mäßig, aber eigentlich ist es nur ein Patch, ne? Ja. Was, nur ein Patch? Ich glaube, es ist nur ein Patch, der befestigt ist, der gelbe, und da drauf ist ein schwarzes, so ein schwarzer eingestickt und dann da drauf. Nee, ich glaube, es ist eben nur einer. Die dann hier, die muss auch geil mit diesem riesigen Kragen. Mhm. War es nicht in den 70ern, wo die so riesige Krägen hatten? Also nicht so groß, aber große. Nicht so groß, und dann haben die ja auch oft so aufgestellt extra. Aufgestellt, oder die waren ja eh schon sehr hoch?
Ja, aber nee, die teilweise gab es ja auch wirklich, dass du die extra aufgestellt ja. Aber die hatten schon welche, die sehr hoch waren und sehr breit, Ja. auch natürlich nicht so wie hier, aber auch schon auffällig breit. Was macht der Mops hier eigentlich so schön? Naja. So, ja. Also ich muss sagen, ich finde die Nummer echt powerful. Also richtig, beim ersten Mal fand ich jetzt auch dieses Techno-Element so, ja, aber hat man halt lange nicht gehört. So. Also ich werde den noch ein, zwei Mal hören, dann feiere ich den, glaube ich, richtig hart. Weil es war bei mir bei Myro, war es auch so. Da fand ich beim ersten Mal die Hook so krass Techno und danach war ich so voll drin. Geil. Love it. Er hat so eine Wie oft tiefe habe ich Stimme. zu Hause gehört? Die Stimme ist so tief. Ja, Myro hast du echt sehr oft gehört. Hier war die Jacke. Ja. Wollte ich auch gerade sagen, die Jeansjacke auch noch off-white. Die Koffer sind vielleicht von Rimowa. Ja, wollte ich auch sagen. Das hatte ich schon im Bus gesehen. Was, die Tasche? Was ist das? Vettes? Was? Vettexe? Wetze? Weiß ich nicht. Witze. Aber die sehen nicht ganz aus wie Rimowa. Die haben zwar so eine Ähnlichkeit, aber so eine tiefe Stimme. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, wir sind lang genug geworden. Ja, ich bin sehr ausgeschweift mit dieser Erklärung, aber es war mir auch nochmal wichtig, das klarzustellen. Das Ding ist, ich versuche immer so eine Balance zwischen Unterhaltung und Information. Ja gut, aber wenn ich dann daneben sitze und mal gar nichts raffe, dann musst du halt ein bisschen mehr erklären, ne? Ja, aber das ist ja auch das Gute eigentlich an dem Format Pro vs. Con, dass ich dann merke, ob es verständlich ist oder ob es dann zu tief in die Materie geht oder ob es dann, weiß ich nicht, ob ich es komplett schlecht erkläre, kann ja auch passieren. Aber ich habe eben, das vorher immer, nicht so präzise bezeichnet, dass ich immer Tonlage gesagt habe. Ich dachte, es wäre aber verständlicher und bisher hat es auch keiner irgendwie angemerkt, dass es nicht verständlich gewesen wäre, wenn ich gesagt habe, dass, wenn die eben in einer Tonlage singen, dass damit, derselbe Ton gemeint ist, beziehungsweise dieselbe Tonfolge, dieselbe Melodie, aber das ist halt das Problem, sonst wird das zu, da wird man zu picky, aber andererseits macht es manchmal dann auch wieder Sinn, aber wir sind ja hier kein reiner Unterrichtskanal, deswegen, ich denke, man versteht's. Genau, das zum Thema Unisono. Ja, fette neue Nummer von Stray Kids, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und, ich höre sie mir gleich so nochmal an. Aber dieses Techno-Ding ist echt so ein Revival. Ich habe damals tatsächlich auch eine Zeit lang Techno gehört. Viel. Ich tatsächlich auch. Naja, kein Techno. So Doch. House, Benny Benassi und so. Ja, das ist ja süß, Alter. Das habe ich auch gehört. Dings, wie hießen die? Ich habe so Sven Feth und so richtig in Frankfurt, keine Ahnung, wie hieß das nochmal? U60. Die alte U-Bahn-Station, wo man da irgendwie, also, vielleicht gibt es ja ein paar Frankfurter, die sich noch an das U60 erinnern können. Da war ich auf jeden Fall damals auch mal drin. War lustig auf jeden Fall. Also war richtig Techno. Also wir haben schon echt das gut mitgenommen. Nee, echt nicht. War aber auch fett. Ich hab sogar noch hatte ich den nicht hier, sogar noch einen 10 D-Mark-Schein mit einer Unterschrift von Sven Feth drauf? Du hast mir auf jeden Fall mal davon erzählt. Ich habe ihn dir auch gezeigt. Der ist hier in der CD-Sammlung. Ist der hier. Oh. Weil ich habe den in so einen alten Jewel-Case, also so ein normales CD-Case. Die heißen Jewel-Case. Da habe ich den 10er drin. Wenn ich den jetzt sofort finden würde, wäre geil. Die heißen bitte wie? Das habe ich noch nie gehört. Wieso? Juwel. Weiß ich nicht, wieso. Eine CD strahlt wie ein Juwel im Licht. Bis du blind wirst. Die Cases heißen so, nicht die CDs. Ja, aber weil da drin ein Juwel ist. Ich würde sie jetzt gerne holen und den Leuten zeigen, aber dann dauert es Nein, ist zu lang. Schönes Wochenende. Morgen ist Freitag. Heute ist Freitag, meine ich. Oder? Ja. Ist Freitag. Ja. Ja, schönes Wochenende. Du hast dich nur verplappert.